Ich grüße dich in meinem Atelier. Ich heiße Elena Büchel. Heute beginne ich direkt mit dem Auftrag von Strukturpaste. Das war meine ganz spontane Idee, damit anzufangen. Und du kannst gerne mit mir kommen. Komme mit mir auf diese kreative Reise. Lehne dich zurück, entspanne und genieße diesen Film. Und lass dich natürlich inspirieren. Ich male intuitiv. Das heißt, dass ich nie weiß, wohin mich die Reise führt. Ich weiß nie, was zu mir kommt, welche Themen, welche Formen, welche Farben. Ich beginne einfach so mit Impulsen zu arbeiten, so dass ich mich frage, worauf hätte ich gerade Lust? Womit möchte ich anfangen? Möchte ich mit Spachtel anfangen? Möchte ich mit einer Collage anfangen? Möchte ich einfach mit Kreiden irgendwelche Formen oder Flecken malen? Es gibt so viele Möglichkeiten anzufangen und das ist der Beginn. Ich entscheide mich also erstmal, wie ich beginnen möchte. Und heute war das diese Strukturpaste, für die ich mich entschieden habe. Meine Tapete ist jetzt fertig grundiert und auch getrocknet. Und meine nächste Idee ist, ein paar Zeitungsstreifen darauf zu kleben. Einfach nur so, um mehr Spielraum zu haben mit den Formen, die später dadurch entstehen werden. Ich muss jetzt überlegen, was ich als nächstes tue. Und deswegen werde ich jetzt eine Pause machen, in die Küche gehen, mir einen Tee aufgießen und dann komme ich zurück und dann geht es weiter. Auf dieses Päckchen habe ich gewartet. Das sind Aquarelltinten von Pebeo. Ich glaube, es kommt genau richtig und ich kann diese Tinten sofort einsetzen. Und solange du mir beim Spielen zuschaust, möchte ich mit dir ein paar Gedanken teilen.
Ich höre das immer wieder, dass es vielen Menschen schwerfällt, sich ohne Vorwissen und konkrete Ziele auf einen kreativen Prozess einzulassen. Doch wahre Kreativität entsteht nicht aus Kontrolle, sondern aus dem Vertrauen in das Unbekannte. Während ich dieses Bild male, lade ich dich ein, dich von allem zu lösen, was du denkst, was du tun musst. Lass alle Erwartungen los und erlaube dir, einfach zu sein, zu spielen, wie ich das gerade mache. Als dein Guide möchte ich dir zeigen, dass nur aus diesem freien Raum, aus diesem inneren Vertrauen, etwas Echtes und Tiefes entstehen kann. Du musst nichts erreichen, du darfst einfach nur fließen. Vertraue darauf, dass der kreative Prozess sich von selbst entfaltet, wenn du dich ihm ohne Vorbehalte hingibst. Das ist mein Wendetrick. Teste das gerne für dich. Es hilft nämlich, länger intuitiv zu arbeiten und sich nicht auf ein festes Motiv zu konzentrieren. Wenn wir die Bilder wenden, dann gewinnen wir jedes Mal eine neue Perspektive und lösen uns von den Vorstellungen, die wir gerade hatten, und dann üben wir dadurch die Flexibilität und Kreativität wird dadurch verstärkt und gefördert, weil wir uns immer wieder neu orientieren müssen. Und das ist das Spannende dabei. Irgendwann lege ich mich dann doch fest auf mein Motiv, aber dann ist das sehr klar für mich da und diese Erkenntnis, dass das, was ich da sehe, genau aus mir kommt und genau in diesem Moment etwas sehr Wichtiges für mich sichtbar macht.
Lieben, mein Bild ist fertig. Ich bin sehr, sehr berührt durch dieses Thema, das da zu mir kam. Ich habe sogar geträumt davon. Ich habe mich an meinen Hund erinnert, der vor 2 Jahren gestorben ist. Aber dann war er plötzlich nachts so präsent und da. Und das ist das, was ich hier sehe. Das ist ein Zaubermoment eines Zufallstreffens. 2 Menschen, 2 Hunde. Die Hunde beschnuppern sich, die Menschen gucken sich erstmal distanziert an. Aber in solchen Zufallsmomenten entsteht die warme Energie des Augenblicks. Vielleicht eine stille Erkenntnis, dass das Leben uns ständig kleine Wunder schenkt, wenn wir bereit sind, diese Wunder zu sehen. Die Frau mit der Kette, mit dem Peace-Zeichen, scheint es zu wissen. Frieden beginnt in den kleinen Gesten. Ein Wort, ein Lächeln, eine Begegnung. Ohne Erwartungen. Und plötzlich öffnet sich eine Tür, die wir nicht geplant haben. Vertrauen entsteht im Augenblick. Kommunikation ist mehr als Worte. Und oft zeigt uns das Leben selbst, wie einfach Verbindung sein kann, wenn wir uns trauen, im Moment zu sein und uns darauf einlassen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche und bin sehr gespannt auf deinen Kommentar. Vielleicht siehst du hier etwas anderes. Teile es gerne mit mir, teile deine Gedanken, teile das, was du fühlst, wenn du dir das Bild anschaust. Ich bin sehr neugierig und sehr gespannt auf alle eure Kommentare und natürlich freue ich mich auf die Likes. Ich möchte euch noch auf mein kreatives Retreat in Griechenland aufmerksam machen. Es sind nicht mehr viele Plätze verfügbar. Ich glaube, zurzeit sind es nur noch 5. Deswegen, wenn du daran denkst und noch zögerst, dann treffe schnell die Entscheidung, weil sie werden schnell vergriffen. Und dann wäre vielleicht das schade drum, wenn du nicht dabei bist. Ja, in diesem Sinne, alles Liebe, eine kreative Woche und bis zum nächsten Mal.